Hi, willkommen bei Sodams Kitchen. Wir machen heute Scrambled Tofu. So, was erwartet euch bei diesem schicken Frühstück? Zuerst verrät euch Sodam, was ihr dazu braucht, ohne den Hühnern die Eier zu klauen. Dann gibt's endlich die Lösung für gelbe Kurkuma-Finger. Sodam zeigt euch, wie es geht. Und dann die Antwort auf die Frage, wo wohnt überhaupt Sodams Mama? Kleiner Tipp, hier. Sodam, warum eigentlich keinen normalen, sondern Seidentofu? Weil mich erinnert der feste Tofu immer ein bisschen an die Hotelzeiten. Ihr kennt sicher das Rührei, was es im Hotel gibt, irgendwie, was man mit so einem Spatel abstechen muss. Und das ist ja nicht, was ein Rührei eigentlich ausmacht. Ein Rührei ist ja eigentlich dieses Schlotzige in der Pfanne, 2-3 Mal geschwuppt und dann ist es so warm, dass bis man es auf den Teller getan hat und es beim Gast angekommen ist, dass es dann gerade so fertig gegart ist und noch ein bisschen schlotzig ist. Das kriege ich mit einem normalen Tofu nicht hin. Mit einem normalen Tofu habe ich einfach dieses Hotelrührei, das berühmte, mit Sahne. Um das Gelb zu machen oder das Eigelb zu imitieren, nehmen wir ein bisschen frische Kurkuma-Wurzel, damit die frische Kurkuma-Wurzel ihr Kurkumin auch entfalten kann und dass das dann nicht nur von der Farbe einen Kick gibt, geben wir noch schwarzen Pfeffer mit dazu, ein bisschen Salz, sonst lassen wir das relativ plain. Und dazu machen wir noch eine kleine Gemüsepfanne mit Zucchini, Egerlingen und Petersilie. Die Zutaten nochmal auf einen Blick. Die findet ihr natürlich auch im Rezept unten in der Videobeschreibung. So, zur Zubereitung. Den Kurkuma einfach schälen. Beim frischen Kurkuma kriegt ihr auf alle Fälle sehr gelbe Finger. Meine Finger sind komischerweise schon ein bisschen imprägniert und bei mir wäscht es relativ schnell runter. Möglichkeiten, um das runterzubekommen, der Farbstoff ist alkohollöslich. Heißt offiziell, ich habe schon ein paar Mal ausprobiert, geht, aber geht nicht wirklich gut. Also dieser Alkoholtrick oder mit medizinischem Alkohol ist nicht wirklich funktionstüchtig. Am besten geht in die Sonne halten. Bei Klamotten und so weiter, das dann UV macht es am besten weg, finde ich. Und seid einfach ein bisschen vorsichtig und arbeitet nur mit den Fingerspitzen und schaut halt aus wie ein Kettenraucher. Wir wollen den Kurkuma wirklich klein gehackt, dass er so punktuell gelbe Punkte macht, aber dass man jetzt nicht sofort als Kurkuma-Stückchen sieht. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen beschäftigt. Ein perfekter Zeitpunkt für ein Wiegemesser. Der Seidentofu ist ein bisschen tricky. Der ist extrem, wie sagt man, seidig oder weich, schlotzig. Ich mache jetzt einfach die Packung mal von allen Seiten auf, dass ich so Drop it like it's hot spielen kann. Also der kann jetzt in einem Stück einfach raus. Also ihr seht schon, der löst sich vom Rand, das ist wunderbar. Kommt ein bisschen Öl in die Pfanne. Die Pfanne ist schon sehr heiß. Das Öl verlaufen lassen. Und dann kommt der Tofu einfach rein. Kurkuma drauf. Flamme drehe ich noch ein bisschen runter. Wird gesalzen. Gepfeffert. Und jetzt ist es eher ein Zerschubsen als ein... Also seht ihr, es ist schön in einem Stück. Wir wollen nämlich nicht, wenn du jetzt da mit der Gabel rumfährst und das zu sehr bewegst, dann hast du nicht mehr diese Eiweißstrukturen, die dann eigentlich bei dem Rührei drin wären. Ein Schuss Öl schadet wahrscheinlich nicht. Ein Schüssle, tät der Franke sagen. Lassen wir jetzt erstmal ein bisschen vor sich hinköcheln. Tendenziell zerfällt er von alleine. Und wir mögen auch die Stellen haben, wo kein Kurkuma dran ist, weil er noch zusammenhält und dann erst beim Servieren rausplumpst. Und während das vor sich hin schmort, können wir in einer anderen Pfanne einfach unser Gemüse vorbereiten. Das wird grob geschnitten und angebraten. Fertig.
seht schon, so soll das dann, so die Konsistenz soll das haben. Also ein bisschen zerdrücken. Zu groß dürfen die Stücke nicht sein. Und der soll aber schon garen. Also 10 Minuten, knapp 10 Minuten. Im Allgemeinen koche ich Tofu 10 Minuten, weil ich zu lange in Indien war. Und der Vorteil des Garens dann noch oft ist, dass Sachen auch weggehen, die man nicht im Essen haben mag. Dazu sicher mehr in einem anderen Video oder bei einem Biertalk. Genau, hier hinten unsere Pfanne ist heiß, also wenn ich die Hand drauf halte, ist auf alle Fälle heiß. Wenn ich jetzt erst das Öl rein tue, verbrennt es uns. Deswegen kommen erst die Pilze. Schuss Öl. Die können wir jetzt auch mal im Gegensatz zu den Pilzen normalerweise kurz so zerlaufen lassen. Also ich mache die Zucchini gleich mit dazu. Da muss man mal schauen, dass man die Scheiben beim Reintun schon so ein bisschen zerpflückt. Weil wenn du sie beim Schneiden kleben die oft zusammen und bleiben dann kleben und die werden dann eine deutlich längere Garzeit. Dann mache ich ein bisschen Salz, einen kleinen Tick Sojasauce. So kann ich nicht arbeiten. Drehe die Flamme auch schon wieder aus. Ich arbeite sehr gerne mit Resthitze, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Also Resthitze in der Pfanne, Resthitze auf der Flamme, Resthitze im Gemüse. So, jetzt sind beide Flammen aus. Tofu hat seine 10 Minuten hinter sich. Zu guter Letzt kommt die Petersilie mit in die Pfanne. Und richtig dick, seht ihr schon, ich mag gerne viele Kräuter. Vor allem, wenn ich viele Kräuter habe. Wenn ich wenig Kräuter habe, bin ich auch mit wenig Kräutern sehr zufrieden. Und jetzt kommt noch unser Ei dazu. Vielleicht sollte ich es auch mal probieren. Kurz abschmecken. Ich bin ein bisschen salziger, gell? Das soll man eigentlich nicht. Schmeckt halt. Gastronomen. Na, das ist Getränkeumsatz. Das ist der wahre Hintergrund von salzigem Essen in Restaurants. Man lebt vom Getränkeumsatz. Müssen wir uns ein bisschen ein Bett bauen. Wer an weiteren Frühstücksideen interessiert ist, kann auch gerne bei mir im Buch nachschauen. Auf Seite 35 ist der Scrambled Tofu drin. Vegane Superfoods haben wir in Bali produziert, war ein rechter Spaß. Oliver Brachert war dabei. Wenn ihr einen guten Fotografen braucht, fragt ihn. Wenn ihr mal eine schöne Reise nach Bali machen wollt, schlaft bei meiner Mutter im Gasthaus. Die ist White Lotus in Jalan Kajang 23 in Ubud. Peace out.